Viele Unternehmen nutzen ChatGPT, aber genau das kann gerade zum Problem werden. Willkommen zu Smart Data Stories. ChatGPT ist in vielen Unternehmen längst angekommen oder auch ähnliche Tools. Im Marketing werden damit Texte geschrieben, im HR werden Stellenanzeigen formuliert und in den Teams wird es genutzt, um schnell etwas zusammenzufassen oder Ideen zu generieren. Und ganz ehrlich, das fühlt sich auch wirklich nach einem riesigen Produktivitätsgewinn an. Schneller, es geht einfacher, man ist einfach effizienter. Und genau deshalb passiert es auch ganz natürlich, dass das so nebenbei läuft. Ohne Regeln, ohne Abstimmung, ohne wirklich darüber nachzudenken, was denn da jetzt damit passiert mit den Informationen. So ein typisches Beispiel, jemand kopiert schnell interne Informationen in ChatGPT hinein, um eine bessere Formulierung zu bekommen, für E-Mails oder sonstiges. Oder man lässt sich eine Analyse zusammenfassen, ohne zu prüfen, ob sie überhaupt korrekt ist. Und das ist der Punkt, an dem es kritisch wird. Denn wenn man jetzt den EU AI Act betrachtet, geht es nicht darum, dass AI genutzt wird, sondern es geht darum, wie bewusst und kontrolliert man das macht. Der EU AI Act fordert Dinge wie Transparenz, Risikobewertung und eben menschliche Kontrolle in den Prozessen. Aber wenn im Unternehmen niemand wirklich weiß, wo und wie ChatGPT eingesetzt wird, dann könnt ihr das auch gar nicht sicherstellen. Und so wird dann aus so einem praktischen Tool, also zu einem praktischen Werkzeug, plötzlich ein Risiko. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu sagen, das bedeutet nicht, dass ihr ChatGPT im Unternehmen verbieten solltet. Na, ganz im Gegenteil. Es ist ja sehr hilfreich. Es ist ein Werkzeug, das es ermöglicht, schneller und effizienter gewisse Arbeiten zu erledigen. Und das ist einfach ein Wettbewerbsvorteil. Und wenn ihr das nicht nutzt, dann werden es andere machen. Und genau das kann ein wirtschaftlicher Vorteil sein. Worum es also wirklich geht, ist nicht nutzen oder nicht nutzen, sondern bewusst nutzen. Mit klaren Regeln, mit einem Verständnis für die Technik, für was im Hintergrund passiert. Und eben mit der Fähigkeit, Ergebnisse richtig einzusetzen. Das Problem ist also nicht ChatGPT selbst. Das Problem ist nur der unkontrollierte Einsatz. Und der entsteht immer, wenn Mitarbeitende nicht ausreichend vorbereitet sind. Wenn sie nicht wissen, was sie tun dürfen, worauf sie achten müssen und wie sie diese Ergebnisse, die sie bekommen, richtig einordnen. Genau das sehen wir gerade bei sehr vielen Unternehmen, dass eben diese Frage auch im Raum steht. Wenn euch das Thema interessiert, dann findet ihr auf unserem Kanal noch weitere Videos zum EU AI Act, zu AI im Unternehmen und Data Literacy. Wir haben euch auch ein paar weitere Infos in der Beschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal und mögen die Daten mit euch sein.